Wir wurden gerade Zeuge von dem Moment, als OpenAI anfing, das neue Internet zu monetarisieren. Oh, Sam Altman präsentiert höchstpersönlich. Aber das ist das, was bei Operator gefehlt hat, dass es richtig gut funktioniert. Ne? Also dieses wirklich nochmal sauber durchgehen. Jetzt gehen wir in Richtung, machen wir die PowerPoint fertig, endlich. Da habt ihr es. Jetzt habt ihr endlich die Antwort auf die Frage, die wichtigste Frage. Also wenn das heißeste KI-Startup daran arbeitet, machen wir mal die PowerPoint fertig. Dann scheint das halt wirklich ein Thema gewesen zu sein, was alle Menschen beschäftigt. Ja, okay, es sieht okay aus. Es sieht okay aus. Es ist ein PowerPoint-Style. Es gibt Menschen, die machen schlimmere Charts. Wir sind auf dem Retreat. Das machen wir bei Blackboard mindestens 2 bis 4 Mal im Jahr. Wir kommen zusammen, weil wir sehr viel distributed arbeiten. Das kennt ihr schon von YouTube. Aber heute Abend findet ein Livestream von OpenAI statt. Und während die anderen schon beim Grillen sind wir am Abwarten, gucken den Stream an, damit ihr sofort zugleich ein Update und eine Einschätzung habt, was da gerade passiert. Das machen wir heute. Gehen wir rüber. Die haben die ganze Zeit so einen Mauscursor, der durch die Gegend läuft. ChatGPT Agent starting soon. Also es deutet sich an, etwas in die Richtung, was Operator kombiniert. Also quasi die Möglichkeit, den Browser zu steuern mit Deep Research. Das sind die 2 Agents von OpenAI. Oder etwas Größeres. Let's see. Jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt. Also es gab schon so, dieses Jahr ja ein paar Sachen, die rausgehauen wurden. Man darf nicht vergessen, Operator kommt aus diesem Jahr, Deep Research kommt aus diesem Jahr und wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass das alles so schnell geht. Das finde ich auch krass. Also das ist wirklich so etwas, man darf nie vergessen, wie lange wir brauchen, den Alltag zu adaptieren. Aber hier ist natürlich echt Druck drin. Ne? Also Meta gibt richtig Gas, hat etliche Leute von OpenAI abgeworben. Da ist bestimmt einiges los. Wir haben auf jeden Fall hier in der Runde gesessen und es wurde dann doch nochmal innegehalten, bevor hier alle zum Grillen gegangen sind. Was ist jetzt gerade passiert? Was hat OpenAI vorgestellt? Also, Nummer 1, Sam Altman saß dabei. Das ist immer ein Zeichen dafür, that's a big thing. OpenAI hat momentan echt Druck von diversen Stellen und es scheint auch ein wichtiges Thema bei denen zu sein, schon lange. Sie wollen ja im Grunde genommen etwas bauen, was Menschen proaktiv hilft, ihr Leben auch zu organisieren. Das sind eben Agents. Da setzen sie drauf. Deswegen saßen dann neben Sam Altman die 1, 2, 3, 4 Leute dabei. Das Team, das Deep Research gebaut hat, quasi den Agent, der autonomen Recherchen für euch erstellt, und das Team, was Operator betreut und quasi die Leute, die es brauchte, um das miteinander zusammenzubringen. Das bedeutet, man hat hier einen sehr guten Planungsagenten, der einen Prompt verstehen kann, einen komplexen Prompt verstehen kann, wie organisiere mir mal meine Outfits für die Hochzeit und auch noch alles, was ich drumherum brauche, mit Gastgeschenk und so weiter, also schon noch komplexere Aufgaben oder Reiseplanung und ähnliches, wo man sagt, das ist nichts, was man mit einmal Browsen, einmal Operator, einmal Deep Research löst. Dann waren viele kleine spannende Sachen dabei. Nummer 1, was aufgefallen ist, man sieht quasi, was dieser Agent Mode macht, aber eben auch nur ein Teil davon. Einige fanden es richtig cool, die hier zugeschaut haben bei uns in der Runde. Ich war so, oh, das ist nicht das Echte, was er denkt und macht und tut, sondern es ist quasi nur noch mal an der Oberfläche. Kommen aber über diese Animation nicht klar, die halt so krass gekünstelt aussieht, weil man genau weiß, es ist eine Darstellung, um so auszusehen, als wenn es das tut. Es ist nicht mehr der echte Code und es ist nicht mehr die echte Searchbar. Und das kann ja auch sein, dass ich das bin. Also ich finde es irgendwie so ein bisschen gleichwohl, und das ist das Zweite, was ich spannend fand, hilft es dabei, einen Indikator dafür zu haben, was macht mein Agent hier gerade, und ich habe die Möglichkeit, ihm einen weiteren Prompt reinzugeben. Ich kann quasi along the way, statt auf das Ergebnis zu warten, alles nochmal neu von vorne zu machen, weil man gemerkt hat, ich habe die in die falsche Richtung geschickt, den Agent unterwegs umlenken. Durchaus interessant. Das Dritte betrifft das Thema Login auf den Websites. Deep Research hatte das Limit, ich konnte mich nicht in meine Accounts einloggen. Mit dem Agent Mode kann ich mich in meine Accounts einloggen. Das heißt, ich kann den Agent auch hinter quasi die Login-Sperre schicken und durchsuchen lassen. Die große Frage, die damit einhergeht, ist, wie lange wird es dauern, bis die Website-Anbieter sagen, da machen wir quasi dicht, wir schalten etwas davor, dass der Agent nicht auf die Seiten kommt. Let's see. Das ist wie bei Amazon, da läuft Operator nicht drauf. Dann kann ich auch nicht die Sachen von Amazon durchsuchen. Das kann ein Riesenpotenzial sein für kleine Anbieter, die sagen, hey, mir egal. Also wenn wir auf Agents optimiert, dann bitte go. Aber die Großen könnten sagen, wir machen das nicht mit. Und Amazon ist halt doch sehr groß. Dann kam mein großer Schocker. Und Leute, schwört mir, ihr wart nicht daran beteiligt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben präsentiert, wie der Agent Mode, ich mag es gar nicht aussprechen, PowerPoint-Folien macht. Richtig echte
PowerPoint-Folien. PowerPoint, Leute. Anscheinend müssen so viele User von ChatGPT, und das ist quasi das gesamte Internet, gesagt haben, ChatGPT kann mir noch nicht die PowerPoint machen, dass die sich jetzt rangesetzt haben und ihr Geld da reingesteckt haben, dass das verdammte Ding PowerPoint-Folien macht. Jetzt haben wir eine KI, die PowerPoint baut. Ich komme da nicht drüber hinweg, ne? Spaß beiseite, das Ding kann halt jetzt auf einmal Dinge am Rechner generieren. Das heißt, es startet ein Terminal, es setzt einen Rechner auf, es baut euch die Folien und ihr könnt sie dann runterladen und damit arbeiten. Das ist schon echt krasser Scheiß. Das geht, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit Excel, also haben wir auch gesehen. Das bedeutet, das Zusammenfließen der Anwendung, also ich schicke mal den Agent los und lass ihn was machen, hin zu einer Office-Anwendung, das fließt tatsächlich ineinander. Und wir hatten heute Morgen eben Gerüchte gehört, dass OpenAI jetzt den Office-Killer raushaut. They're not there yet, aber ich bin mal gespannt, wie lange Copilot braucht, das richtig hinzubekommen. Meistens ist ja die Antwort, ich kann das nicht. Aber mal gucken, werden nachziehen. Dann kam tatsächlich der letzte Abschnitt und den fand ich extrem spannend. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die auf neue Produktlaunches haten, wenn halt ein krasses Team sich ransetzt und was macht. Ich bin eher auf der Seite, boah krass, geile Idee, let's see how it works. Ganz klar. Und ich glaube, das ist auch die richtige Seite, to be honest. Sam Altman hat am Ende nochmal richtig Zeit reingesteckt, zu betonen, dass alle das lernen müssen, sowas zu verwenden. Weil Prompt Injections ein Thema sind. Das heißt, der Agent hat die Kreditkartendaten, rennt los, trifft auf eine Seite, die über Prompt Injection den Agent dazu bringt, die Kreditkartendaten rauszuspucken und dann hat man ein Problem. So. People learned how to use the internet generally pretty safely, although of course there's still scammers and other attacks. People are going to need to learn to use AI agents, and society is going to need to learn to build up defenses against attacks on AI agents as well. So we're starting with a very robust system, lots of warnings. We will relax that over time as people get more comfortable with it, but we do want people to treat this as a new technology and a new risk surface and use all of the caution that Casey talked about. So wie er es gesagt hat, ist dieses Problem zwar adressiert und eben dran gearbeitet und sie sind auch mit die Ersten, die was machen, aber es klang keinesfalls als gelöst und safe. Das heißt, wir bewegen uns hier in komplett neues Terrain. Wie damals mit, kannst du übers Internet deine Kreditkartendaten eingeben? Bist du dir sicher, das zu tun? Damals war das eine riesen Diskussion und irgendwann wurden Standards entwickelt, die es möglich gemacht haben. Und einer muss halt damit anfangen. Das fand ich durchaus interessant und man hat daran auch gesehen, dass man mehrere Agents losschicken kann. Da bin ich gespannt, ob was kommt relativ schnell, dass man plötzlich eben mehrere dieser Prozesse verwalten kann und dann vielleicht sagt, anstatt Login und gibt die Kreditkartendaten ein, sondern der Agent hat es trotzdem bei OpenAI gespeichert und man braucht nur noch draufdrücken auf den Knopf freigeben, 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 freigeben. Aber es gibt halt Momente, das sind die Good News, bei denen sind die Humans in the Loop und müssen entscheiden, soll der Agent das am Ende kaufen oder nicht. Es ist eine andere Art, im Internet unterwegs zu sein und ich habe definitiv Aufgaben, von denen ich sage, die kann ich gut an einen Agent abgeben, die muss ich nicht selber machen. Let's see where this goes. Das ist ein Reaction-Video, Leute. Wir wollten zeitnah was direkt rausliefern. Sagt mal, was ihr denkt. Das ist mein erster Eindruck. Und ich müsste jetzt mindestens noch mal übermorgen reinstecken, ein bisschen tiefer schauen. Werden wir auch tun. Aber das ist der erste Eindruck, der hier ist. Wir genießen jetzt hier den Retreat-Abend. Das gehört nämlich bei uns dazu. Denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine. Und es braucht immer noch die Menschen hier, die dafür sorgen, dass das Zeug auch in die Unternehmen kommt. Und wir alle wissen, wie wir damit umgehen. Denn einfach nur im Internet ein Video zeigen, das reicht nicht. Insofern, subscribed, teilt das Video und wir sehen uns in ein paar Tagen.